Lerne deine Blockflöte kennen. Was soll das denn heißen? Ja, du wirst verwundert sein, was deine Blockflöte dir alles sagen kann, von dem du noch nichts wusstest. Ich könnte darauf wetten, dass viele von euch ihre Blockflöte noch nicht zur Genüge kennen und deshalb unter den Möglichkeiten ihres Blockflötenspiels bleiben und unter den Möglichkeiten ihrer Blockflöte. Inwiefern das der Fall ist, wollen wir jetzt mal schauen. Ich habe eigentlich so 3 Punkte, die ich euch nennen möchte, auf die ihr mal achten könntet oder die ihr mal ausprobieren könntet. Also erstmal geht es um die grundsätzliche Lautstärke, mit der ihr spielt. In meinem Unterricht und in den Workshops mit meinen Blockflötenspielern stelle ich immer wieder fest, dass viele leiser blasen auf ihrer Blockflöte, als es eigentlich schön wäre. Es kann sein, dass du aus Gewohnheit immer in einer bestimmten Lautstärke spielst, die sich ganz okay anhört und wo du auch noch nie ausprobiert hast, mal darüber hinaus zu gehen. Es kann sein, dass du dich fürchtest vor Fehlern und deshalb sehr zurückhaltend spielst, weil du denkst, dann hört man das nicht so. Es kann auch sein, dass du Angst hast, es klingt sonst nicht schön, es klingt vielleicht zu schrill. Ich will dir mal demonstrieren, wie dieser Unterschied sich anhören könnte. Ich spiele mal erst in einer etwas zu zarten Lautstärke, die immer noch okay klingt, und dann so, wie ich spielen würde. Hier noch ein anderes Beispiel, erst ein bisschen unter den Möglichkeiten deiner Blockflöte eigentlich geblasen. Und hier nochmal, wie die Blockflöte eigentlich am schönsten klingt. Vielleicht konntest du auch hören, dass in dem einen Beispiel die hohen Töne zwar angesprochen haben, als ich so ein bisschen zu vorsichtig geblasen habe, sie waren aber sehr kritisch und man hört auch so ein kleines Nebengeräusch. Und da komme ich zu dem Punkt, wenn du nämlich befürchtest, dass es zu schrill klingt oder dass du Fehler spielst und du spielst deshalb sehr vorsichtig, dann wird es sehr schwierig, gute hohe Töne zu spielen. Denn was machst du in dem Fall, wenn du deine Blockflöte unterforderst, eigentlich von der Lautstärke her? Du bläst auch in der Regel dann sehr langsam. Und die hohen Töne brauchen aber eine gewisse Geschwindigkeit der Luft, keine große Lautstärke, aber eine schnelle Luft. Und das kriegt man dann nicht hin, wenn man plötzlich von ganz lockerem, leisem, entspannten irgendwie Blasen in der Mittellage zu hohen Tönen gehen soll. Wie kriegst du jetzt aber raus, wo deine Blockflöte am besten klingt? Das kannst du einfach mal ausprobieren, indem du von sehr leise, übertrieben leise, mal hochgehst bis zum Moment, wo du denkst, da klingt es jetzt echt gut. Und dann empfehle ich dir sehr, das auch mal umgekehrt zu machen, mal richtig hässlich laut anzufangen und den Ton sinken zu lassen. Und das mit verschiedenen Tönen zu probieren. In meinen Online-Workshops live mit mir, da gibt es auch ein Tonseminar. Und da üben wir gemeinsam, wie du deinen Blockflötenton so richtig verschönern kannst, wie du ein Gefühl dafür bekommst, wie du jeden einzelnen Ton auf deiner Blockflöte ideal spielen kannst, sodass die Blockflöte auch das bringt, was sie eigentlich in sich hat.
Falls dich das interessiert, melde dich einfach zu meinem Newsletter an. Das ist gratis und dann bekommst du immer Info, wann sowas stattfindet. Also wir müssen rausbekommen, was kann die Blockflöte? Kann sie wirklich nur so zart spielen? Oder liegt das einfach daran, dass ich nicht ein bisschen lauter spiele? Auch wenn du jetzt denkst, ja, ich habe ja die Atemstütze noch nicht und ich kann nicht lauter. Es ist ja gar nicht so ein Riesenunterschied. Also das stelle ich auch immer wieder fest im Unterricht, wenn ich dann wirklich zu einem Schüler oder einer Schülerin sage, ja, spiel mal ein bisschen lauter, was man auch oft muss, weil sonst die Stimmung mit einem Cembalo zusammen oder einem Klavier nicht stimmt. Die sind nämlich oft viel höher. Dann klappt das. Es ist viel Gewohnheitssache. Also probier doch einfach mal aus, was deine Blockflöte dir sagt. Die hat nämlich einen Bereich der Lautstärke, wo sie am besten klingt. Und das sagt dir die Blockflöte, das kannst nicht du bestimmen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, den ich euch da nennen möchte. Wir hatten ja gesagt, die grundsätzliche Lautstärke. Ihr könnt aber auch in jedem einzelnen Ton eurer Blockflöte den idealen Punkt finden, wo der Ton seinen Kern hat sozusagen, wo er am besten klingt. Das kann dann durchaus sein, dass ich zum Beispiel ein hohes B mit mehr Luft und mehr Power blasen kann als zum Beispiel ein H, das so ein bisschen von Natur aus so ein bisschen dünn und scharf klingt. Und so kann man für jeden einzelnen Ton der Blockflöte rausbekommen, wo klingt dieser Ton am besten. Gebe ich ein bisschen mehr, gebe ich ein bisschen weniger? Fokussiere ich den Ton mehr durch meine Mundstellung oder lasse ich es eher diffus klingen? Da könnt ihr also ganz viel machen, indem ihr mit eurer Mundstellung innen drin im Mund arbeitet. In dem Sinn kannst du auch deine Blockflöte kennenlernen, indem du einfach mal ganz verschiedene Töne ausprobierst und hörst, klingen die eher rund von Natur aus, klingen die diffus oder klingen die schon sehr scharf? Und wenn sie diffus klingen, kannst du versuchen, sie ein bisschen enger klingen zu lassen und umgekehrt. Dabei lernst du deine Blockflöte sehr gut kennen. Und wenn du das mal versuchst, wirst du entdecken, welche verschiedenen Klangfarben in einer Tonleiter stecken. Was gleichzeitig der Nachteil der Blockflöte sein kann, dass man nämlich nicht jeden Ton einfach gleich blasen kann, in der Hoffnung, dass es dann gut gestimmt ist. Das ist hier der Vorteil, diese reiche Klangvielfalt deiner Blockflöte. Und wenn du keine absolute Schrottflöte hast, dann hat deine Blockflöte das auch in sich. Also versuch nochmal die grundsätzliche Lautstärke zu korrigieren. Ist das wirklich der optimale Bereich? Und wie blase ich denn die einzelnen Töne? Und als dritten Aspekt dieses Ganzen, dass du deine Blockflöte kennenlernen sollst, lege ich dir mal ans Herz, gezielt ganz tiefe Töne zu üben und ganz hohe Töne. Bei den ganz hohen Tönen, habe ich ja vorhin schon erwähnt, brauchst du unbedingt diese grundsätzliche, gesunde, volle Lautstärke. Und dazu kann ich noch mal sagen, es gibt fast nie Blockflötenspielerinnen und Spieler, die zu laut blasen. Also das begegnet mir vielleicht in 1% der Fälle unter meinen Schülern. Die meisten sind gerade so ein bisschen drunter. Also trau dich mal da wirklich ranzugehen und nur dann sprechen die hohen Töne gut an. Und dann musst du rausbekommen auf deiner Blockflöte, deshalb musst du sie kennenlernen. Welche Blasgeschwindigkeit brauche ich für den hohen Ton? Blase ich zu langsam, spricht er nicht an. Und erst recht, wenn ich auch noch zu leise gespielt habe. Habe ich dagegen eine gesunde mittlere Lautstärke und blase auch ziemlich schnell, ist es kein Problem. Das kann aber unterschiedlich sein zwischen zum Beispiel einem hohen F und einem hohen G. Oder einem hohen E und einem hohen S. Bei manchen brauchst du ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen mehr Fokussierung noch als bei anderen. Und das kann dir jemand sagen, aber du musst es auf deiner Blockflöte ausprobieren. Das musst du rausbekommen und wie weit das Daumenloch individuell bei deiner Blockflöte geöffnet werden muss.
Das hängt ab vom Fabrikat der Blockflöte, von der Firma, von dem Modell und natürlich auch von deinem Daumen, von der Anatomie. Und das musst du gut kennenlernen, sodass du wirklich quasi wie im Schlaf weißt, wo muss dein Daumen genau positioniert sein. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn du eine ganz andere Blockflöte mal spielst, dass das nicht direkt klappt. Aber wichtig ist, dass du deine eigene Blockflöte gut kennst. Auch was die tiefen Töne angeht, ist das der Fall. Mir hatte zum Beispiel gerade eine Dame geschrieben, ich habe so Probleme mit der rechten Hand, kannst du mir da helfen? Und dann ist sie aber selber drauf gestoßen, dass sie ja das Fußstück hier drehen kann. Und das kann enorm viel ausmachen, wie weit ihr das letzte Loch hier nach außen dreht oder mehr nach innen. Kann das sehr viel ausmachen, wie gut ihr die Töne da unten greifen könnt und wie die dann klingen. Das ist aber nicht alles. Man kann auch rausbekommen, mit wie viel Luft kann ich denn so einen tiefen Ton spielen. Den kann ich so prima spielen, den kann ich aber auch richtig voll und rund spielen. Und wenn ich es aber übertreibe und zu viel Luft ganz entspannt rauslasse, dann überschlägt sich der Ton. Und das ist auf jeder Blockflöte anders. Das kann sogar anders sein, wenn ihr dreimal das gleiche Modell habt und bei der einen überschlägt sich der Ton, bei der anderen nicht. Und zum Beispiel klingt ein tiefes A oder auf der Sopranflöte E viel dünner als zum Beispiel ein Ton tiefer, ein tiefes G. Das kann aber auch sein, dass das bei eurer Blockflöte nicht so ein Riesenunterschied ist. Es bedeutet aber, ihr müsst im Gefühl haben, wo klingt die Blockflöte am besten? Habe ich ein tiefes G, kann ich so und so blasen. Habe ich ein A, muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Bei manchen Blockflöten ist zum Beispiel das A auch sehr tief gestimmt und dann muss ich sehr powern, ohne dass er sich überschlägt. Und jetzt wollen wir gar nicht so drauf eingehen auf die Stimmung, denn das ist für viele sehr schwer zu hören, wann stimmt welcher Ton genau in der Tonhöhe. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr im Kernbereich der einzelnen Töne eurer Blockflöte spielt, dann seid ihr schon fast automatisch in einer sehr guten Stimmung. Spielt ihr dagegen alles so ein bisschen zu zurückhaltend, dann klingt alles schief und klingen auch einzelne Töne nochmal extra schief. Also versucht das zu beherzigen. Wenn ihr noch tiefer in die Materie steigen wollt und zum richtigen tiefe und hohe Töne Spielprofi werden wollt, dann macht doch gerne meinen Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level. Da ist das extra behandelt, ganz ausgiebig. Die ganze Blastechnik, die Atemtechnik, die Grifftechnik, um das alles zu beherrschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ist euch hilfreich. Ich bin sehr gespannt, welche neuen Welten eurer Blockflöte ihr jetzt entdecken könnt. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob sich neue Klangwelten für euch eröffnet haben und ob eure Blockflöte es euch dankt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf euch nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.